Stellt euch vor, ihr erfindet die moderne Welt. Den Wechselstrom, den Funk, die Fernsteuerung, sogar die Idee für WLAN hattet ihr schon vor über 100 Jahren im Kopf. Und wie endet ihr? Allein in einem Hotelzimmer, pleite, und eure einzige beste Freundin ist eine Taube. Willkommen beim Weltkompass. Heute tauchen wir ein in das Leben von Nikola Tesla. Der Mann, der Blitze zähmte, aber an der Gier der Menschen scheiterte. Bevor wir loslegen, wenn ihr wollt, dass euer Akku heute länger hält, dann ladet den Abo-Button mit einem Klick auf. Lasst ein Like da und schreibt mal in die Kommentare. Wer war cooler? Tesla oder sein Erzfeind Edison? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Nikola Tesla wurde 1856 geboren, und zwar passenderweise während eines heftigen Gewitters um Mitternacht im heutigen Kroatien. Die Hebamme sagte angeblich, er wird ein Kind der Dunkelheit. Doch seine Mutter antwortete, nein, er wird ein Kind des Lichts. Und sie sollte Recht behalten. Tesla hatte ein fotografisches Gedächtnis. Er konnte ganze Bücher auswendig lernen und komplizierte Maschinen in seinem Kopf dreidimensional visualisieren. Er brauchte oft gar keine Skizzen. Er baute die Erfindungen erst in seinem Kopf und wusste genau, ob sie funktionieren würden. 1884 kam Tesla mit nur 4 Cent in der Tasche und einem Empfehlungsschreiben in New York an. Er wollte für Thomas Edison arbeiten, aber die beiden passten zusammen wie Feuer und Wasser. Edison war der Geschäftsmann, der auf Gleichstrom setzte. Tesla wusste, Wechselstrom ist die Zukunft, weil man ihn über weite Strecken transportieren kann. Edison versprach Tesla $50.000, wenn er seine Maschinen verbessern würde. Tesla schuftete monatelang, schaffte es, und als er nach dem Geld fragte, lachte Edison ihn nur aus und sagte, Tesla, Sie verstehen unseren amerikanischen Humor nicht. Tesla kündigte sofort, er war so pleite, dass er zeitweise als Grabengräber arbeiten musste, um zu überleben. Stellt euch das mal vor. Eines der größten Genies der Welt schippt Dreck für ein paar Dollar am Tag. Doch Tesla gab nicht auf. Er fand Partner und bewies der Welt, dass sein Wechselstrom überlegen war. Er beleuchtete die Weltausstellung in Chicago und baute das erste Wasserkraftwerk an den Niagarafällen. Er war der Star der High Society. Aber Tesla wollte mehr. Er hatte einen Traum. Freie Energie für alle. Drahtlos. Überall auf der Welt. Er baute den riesigen Wardenclyffe Tower auf Long Island. Er wollte die Erde selbst als Leiter nutzen. Aber sein Investor, J.P. Morgan, stellte eine entscheidende Frage. Wenn jeder den Strom einfach aus der Luft abgreifen kann, wo stelle ich dann den Stromzähler auf? Als klar wurde, dass man mit Teslas größtem Traum kein Geld verdienen konnte, wurde ihm der Geldhahn zugedreht. Der Turm wurde abgerissen und als Schrott verkauft. Tesla war nicht nur genial, er war auch speziell. Er hatte eine panische Angst vor Keimen und Perlen. Wenn eine Frau Perlenohrringe trug, konnte er nicht mit ihr reden. Er war besessen von der Zahl Dritte. Er ging 3-mal um ein Gebäude, bevor er es betrat, und verlangte in Hotels immer 18 Servietten, durch 3 teilbar, um sein Besteck zu polieren. Er schlief angeblich nie mehr als 2 Stunden am Stück. Er arbeitete die ganze Nacht und fiel manchmal einfach mitten im Labor um. Und Frauen? Tesla blieb sein Leben lang Single. Er sagte, die Liebe würde ihn von seiner Arbeit ablenken. In seinen letzten Jahren wurde Tesla immer wunderlicher. Er lebte in New Yorker Hotels und redete mehr mit Tauben als mit Menschen. Er behauptete sogar, eine weiße Taube würde ihn verstehen und er würde sie lieben, wie ein Mann eine Frau liebt. Am 7. Januar 1943 starb er mit 86 Jahren, völlig verarmt im Hotel New Yorker. Doch kaum war er tot, tauchte das FBI auf. Sie beschlagnahmten alle seine Unterlagen. Warum? Tesla hatte behauptet, er habe eine Todesstrahlwaffe erfunden, die Flugzeuge aus hunderten Kilometern Entfernung vom Himmel holen könnte. Die Regierung wollte sichergehen, dass diese Pläne nicht in die falschen Hände gerieten. Viele dieser Akten sind bis heute unter Verschluss. Nikola Tesla war ein Mann, der seiner Zeit weit voraus war. Ohne ihn säße ich heute im Dunkeln und ihr hättet kein Smartphone, um dieses Video zu schauen. Er hat die Welt verändert, aber die Welt hat ihn vergessen, als er sie am meisten brauchte. Was meint ihr, war Tesla ein verkanntes Genie oder einfach nur verrückt? Und was glaubt ihr, steht in den geheimen FBI-Akten? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch dieser Deep Dive gefallen hat, dann lasst ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden und vergesst nicht zu abonnieren. Bleibt neugierig, behaltet euren Weltkompass im Auge und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir 10.000 Jahre in die Zukunft reisen. Macht's gut!